Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Real Madrid trennt sich in ihrem ersten offiziellen Freundschaftsspiel unter José Mourinho mit 2:2 gegen den AC Florenz. Und wir schauen uns natürlich im heutigen Video an, was ist da passiert. Wer waren die Gewinner des Spiels, wer war der Verlierer des Spiels, darüber reden wir natürlich auch. Wir schauen uns auch an, was hat José Mourinho dazu zu sagen. Denn der Portugiese hat sein erstes längeres Interview gegeben, hat seine Einschätzung zum Spiel gegeben. Aber zu guter Letzt unterhalten wir uns auch noch einmal über Yan Diomandé. Denn der hat gestern einen wesentlichen Schritt gemacht in Richtung Real Madrid. Ja, viele von euch haben mir gestern geschrieben, dass ihr in Klagenfurt wart, dass ihr in Österreich wart und die Chance hattet, Real Madrid live zu sehen. Vielen Dank für die ganzen Fotos, die ihr mir geschickt habt, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Für die anderen, die bei mir beim Live-Watch-Along waren, eine Info, der Gewinner des Emblems hat sich gemeldet. Es geht tatsächlich in die Schweiz. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Aber kommen wir jetzt zum Spiel und fangen wir an mit der Aufstellung, die ein José Mourinho gewählt hat. Ja, und es war mehr oder weniger die erwartete Aufstellung. Die wohl einzige Überraschung, ein Denzel Dumfries hat rechter Flügel gespielt. Ja, an Denzel Dumfries hat man angemerkt, dass er noch nicht viele Trainingseinheiten zur neuen Saison hatte. Aber ansonsten seht ihr das im Tor mit Al-Lunin, in der Innenverteidigung gestern Mario Rivas und Joan Martinez. Ja, habe ich euch ja gesagt, gestern waren die Profis verletzt. Rechts hinten Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, auf der Doppel-6 ein Camavinga Valverde, auf der 10 ein Arda Güler und vorne Endrick, ein Dumfries und ein Alexis Siria. Ja, und man muss sagen, das Spiel ging los wie die Feuerwehr. In der ersten halben Stunde hat, glaube ich, jeder Madridista sich die Hände gerieben und gedacht, ich freue mich auf die neue Saison. Und das war ja maximal Real Madrid B. Da fehlt ja noch die Hälfte des Kaders. Viele wichtige Spieler, die bei der WM waren, waren noch gar nicht dabei. Trotzdem Real Madrid spritzig, sehr intensiv, aggressiv vorne in den Zweikämpfen. Endrick. Es ist so ein Wirbelwind und von hinten ein Trent Alexander-Arnold, der wie ein Quarterback das ganze Spiel von Real Madrid geleitet hat. Also es hat Spaß gemacht, die erste halbe Stunde. Ja, im Nachhinein hat man aber dann auch gemerkt, es ist Vorbereitung. Die Beine sind schwer. Wir sind mitten in der Vorbereitung. Die Vorbereitung hat vor 3 Wochen begonnen. In 3 Wochen fängt die Saison an. Also du bist jetzt langsam da, wo die Intensität am höchsten ist. Und ich bin ehrlich gesagt überrascht gewesen von der ersten halben Stunde. Einige Spieler waren erstaunlich frisch. Unter anderem ein Endrick. Das ist mir besonders aufgefallen. Ja, man merkt, der Junge kämpft um seinen Platz. Das hat mir, wie gesagt, sehr, sehr Spaß gemacht. Ja. Aber bevor wir das Spiel weiter in die Analyse gehen und ich euch auch sage, wer die Gewinner und die Verlierer des Spiels waren, ein José Mourinho hat gestern einmal ein längeres Interview gegeben und macht euch keine Sorgen, in Zukunft werden wir uns nicht immer die ganzen Interviews anhören, aber da es das erste Interview ist von dem José Mourinho als Trainer von Real Madrid, wo er mal über das Spiel redet, finde ich, es lohnt sich. Also, nehmt euch einen Stuhl, nehmt euch Popcorn, hört unserem Trainer jetzt mal circa 5 Minuten zu. In der Kabine habe ich da auf dem Telefon gesehen, Madrid mit 2 Gesichtern, Madrid mit 3 Gesichtern. Frisch, müde und super müde. Der Frische hat sehr gut gespielt. Er hat wirklich sehr gut gespielt. Das Ergebnis von 2:1 zur Halbzeit ist viel zu knapp. Es ist eine erste Halbzeit von allerhöchster Qualität. Locker für 4:0. In der zweiten Halbzeit wird das Spiel körperlicher gegen eine Mannschaft, die typisch italienisch ist, mit einer sehr großen Physis. Sie setzen uns ein bisschen unter Druck. Die zweite Seite beginnt sich zu zeigen und dann mit Moise Kean, der im Strafraum spielt, mit 2 18-jährigen Jungs, die ein Riesenspiel gemacht haben. Wirklich ein Riesenspiel. Aber das gehört zum Wachstum der Jungs dazu. Körperlich sind sie noch nicht auf dem Niveau, um sich mit so einem Brocken wie Moise messen zu können, der ein fantastischer Spieler ist. Und dann die dritte Seite, die mir auch sehr gut gefallen hat, nämlich die Seite des total Erschöpften, aber wo die Mannschaft es verstanden hat, ein Team zu sein, das Spiel zu kontrollieren und wieder die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen.
Dumfries und Endrick haben 3 Tage trainiert. Sie haben 3 Tage trainiert, und mehr als 70 Minuten gespielt. Eine fantastische Anstrengung, die für mich bedeutet, dass sie wirklich bis an ihre Grenzen gehen wollten. Mir hat alles gefallen. Ich habe mich schon bei Grosso für das Training bedankt, das sie uns gegeben haben. Ein sehr gutes Training. Das ist Real Madrid mit den Spielern, die wir haben. Natürlich, wie ich den Jungs vor dem Spiel gesagt habe, Real Madrid ist eben Real Madrid. Auch wenn es ein Freundschaftsspiel ist, es ist Real Madrid. Auch wenn es ein Trainingsspiel ist, es ist Real Madrid. Man muss natürlich immer die Weiterentwicklung suchen, aber auch ein Ergebnis, die Würde, das, was unsere Geschichte ausmacht. Und ich musste die Männer aufs Feld bringen, wie sagt man, in Anführungszeichen, die Männer, die ich zur Verfügung hatte, Trent und Dumfries zusammenspielen zu lassen, zu versuchen, eine Dynamik zu finden, die ihnen dieses Spiel ermöglicht. Und danach genau das. Wir haben nur gestern daran gearbeitet, natürlich. Denn das Ziel ist nicht, für ein Spiel zu trainieren, aber gestern haben wir ein bisschen Organisationsarbeit gemacht, damit wir eine Mannschaft haben, die auf dem Platz weiß, was sie zu tun hat. Diese beiden Jungs, die gespielt haben, Juan und Mario, sind 2 Kinder mit einer fantastischen Zukunft, die, solange das Spiel nicht in die physische Dimension übergegangen ist, mit einer unglaublichen Klasse gespielt haben. Es hat mir sehr gefallen, die Qualität der Kinder zu sehen, die noch einen Weg vor sich haben. Aber aus dieser Mischung der Männer, die wir zur Verfügung hatten, und ich erinnere mich, dass von den 8 Männern, die wir zur Verfügung hatten, 7 von den 7, die verfügbar waren, zwei haben nur 3 Tage trainiert. Und dann, als wir den armen Carlos Espy eingewechselt haben, der immer noch dabei ist, aufzuwachen, aus einem Traum aufzuwachen, er hat gestern eine Stunde mit uns trainiert und heute steht er auch auf dem Platz, um uns zu helfen und um kennenzulernen, was Real Madrid ist. Ich bin zufrieden. Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit der Jungs. Nicht nur heute, sondern seit dem ersten Tag, an dem wir zusammenarbeiten. Natürlich macht es mir Sorgen, die anderen nicht zu haben. Es beunruhigt mich insofern, als ich gerne 3 Wochen mit den anderen Leuten gearbeitet hätte. Das ist nicht möglich. Am Montag kommen Vini, Brahim und Bernardo. Die Leute, die jetzt hier sind, also Dumfries, Carlos, Endrick, die werden ein paar Tage mehr Training haben. Und so ist es eben nach und nach, bis die Jungs kommen, die im Halbfinale der Weltmeisterschaft gespielt haben. Und im Finale, das ist nur Cucurella. Ja, gehen wir erst einmal auf das Wesentliche ein. Ein José Mourinho scheint irgendwie ein bisschen sympathischer zu sein als früher. Nicht mehr so verkrampft und so auf Krawall gebürstet. Aber er hat gesagt, er hat in der Kabine gelesen, Real Madrid mit 2 Gesichtern. Und er hat gesagt, nee, Real Madrid hatte 3 Gesichter. Eins, wo wir fit waren. Und da muss ich ihm recht geben. Während Real Madrid fit war, hat mir das richtig Spaß gemacht. Also das war ein toller Fußball, den ich da gesehen habe. Ich freue mich darauf, dieses Real Madrid hoffentlich irgendwann über 90 Minuten zu sehen. Das ist nämlich ein großes Problem, was Madrid in den letzten Jahren hatte. Wir hatten oftmals gute Phasen, eine gute halbe Stunde. Dann hat Real Madrid oftmals komplett die Kontrolle verloren, den Faden verloren. Ja, hoffen wir mal, dass sich das nicht in dieser Saison wiederholt. Dann, als Florenz physischer wurde, muss ich ihm auch recht geben. Ja, wie gesagt, das war bereits das 5. Spiel für den AC Florenz. Real Madrid war das erste offizielle. Die anderen beiden waren ja Trainingsspiele. Naja, trotzdem war Florenz körperlich fitter, das hat man gemerkt. Ja, und auch, muss ich sagen, auch die Einschätzung des dritten Gesichts hat mir gefallen, wo Madrid wirklich platt war, dass sie aber trotzdem Madrid geschafft hat, immer wieder die Kontrolle über das Spiel an sich zu reißen. Und das hat mir am Ende gefallen. Ja, im Großen und Ganzen muss man aber auch sagen, das 2:2 ist gerecht. Es ist nur ein Freundschaftsspiel. Da geht die Welt nicht unter, auch wenn wir das 2:3 verloren hätten. Naja, im Endeffekt muss man sagen, Florenz stand auch häufig hinten mit 10 Mann im eigenen 16er, wo du das Gefühl hattest, das ist ein Freundschaftsspiel und die versuchen irgendwie einen Punkt zu ergattern. Einen Punkt, es geht ja theoretisch um nichts, es geht nur darum, sich vorzubereiten. Ja, trotzdem, egal. Der AC Florenz hat seine eigenen Interessen und im Endeffekt haben sie ein respektables Ergebnis gegen Real Madrid geholt. Ja, kommen wir jetzt mal zu den Spielern, die mir gestern mit Abstand am besten gefallen haben. Spieler Nummer 1, habe ich eben schon gesagt, ein Trent Alexander-Arnold. Ja, ich muss sagen, Denzel Dumfries wird es nicht einfach haben, denn ein Trent hat ganz klar einen Schritt nach vorne gemacht.
das, was er gegen Leganés schon gemacht hat, da hat er von 4 Toren, war der an 3 beteiligt. Und gestern, ja, der war gefühlt der Dreh- und Angelpunkt des Aufbauspiels von Real Madrid. Sobald der am Ball hatte, hattest du das Gefühl, hier passiert was. Die Kombination, die der mit Arda, mit Dumfries, auch mit Endrick gespielt hat, das war eine Augenweide. Es hat Spaß gemacht, dazu zu schauen. Aber wie der sowohl mit rechts als mit links auch das Spiel verlagern kann. Und ohne, dass der Ball ewig in der Luft ist. Also schaut euch mal den Unterschied an zwischen anderen Spielern. Weil dadurch, dass der Ball, ja, der spielt den so ganz besonders mit einer nicht so hohen Fluglinie. Dadurch ist der Ball relativ schnell auf der anderen Seite und du kannst tatsächlich eine Überzahlsituation noch generieren quasi. Also wie gesagt, es war eine Augenweide, dem Engländer zuzuschauen. Ja, und viele dieser Seitenwechsel sind auf einen der zweiten Gewinner gekommen, auf Alexis Sidia. Und da muss ich mir mal Lorbeeren geben auf diesem Kanal. Seit Monaten rede ich über diesen Jungen. Was der für eine Entwicklung bei Madrid macht, wie anormal das Ganze ist. Und gestern belohnt er sich mit einem wunderschönen Tor zum 2:0 von Madrid. Aber auch danach 3, 4 sehr tolle, gelungene Dribblings. Und vor allem, der hat auch nicht versucht, mit dem Kopf durch die Wand. Wenn da die bessere Option war, hat er die gespielt. Ich erinnere mich an einen Pass auf den Álvaro Carreras, der dann durchgelaufen ist. Einige Kombinationen mit Camavinga, mit Arda Güler, wer ihm da auch immer entgegenkam. Hey, Alex Sidia, als wenn er seit Jahren bei Real Madrid spielen würde. Der hat auch danach ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, ja, mit diesen Leuten zu spielen, das ist zu einfach. Ja, das hat man auch gestern gesehen. Alexis Sidia, ja, ich bin gespannt, was jetzt mit der Zukunft von Vini passiert. Aber mit Alexis Sidia haben wir zumindest eine Alternative für Spiele. Naja, ich rede jetzt nicht von dem Champions League Finale, Halbfinale etc. Da ist es vielleicht noch ein bisschen zu grün hinter den Ohren. Aber für einige Spiele, glaube ich, Alexis Sidia hat sich auch die eine oder andere Chance in der ersten Mannschaft verdient. Ja, und der dritte Gewinner, wie denn auch nicht, Endrick. Was ist das? Was ist der Typ für ein tasmanischer Teufel, für ein Powerriegel? Ich weiß gar nicht, wie ich den beschreiben soll. Der rennt immer wieder an mit volle Pulle, der rennt mit dem Ball in 3 Leute, wo du denkst, du kommst da nicht durch und der Ball prallt ab, der steht auf und wieder kämpft. Der Ball geht zur Grundlinie, nicht mit Endrick, der rennt hinterher, rutscht rein, spielt den Ball, holt den nochmal rein, ja, und belohnt sich mit seinem 1:0. Und das 1:0 ist so typisch Endrick. Ball annehmen, aus der Drehung, trocken in die lange Ecke, unhaltbar für David De Gea. Der war zu dem Zeitpunkt noch Torwart vom AC Florenz, die haben ja in der zweiten Halbzeit getauscht. Ja, und auch danach. Endrick ist nicht nur Zielstürmer und Schießen etc. Der hat auch viele Kombinationen gesucht, Pässe abgelegt, direkt wieder durchgestartet. Der reißt so viele Räume mit seinen Sprints. Ja, das kann natürlich den Rest der Mannschaft super nutzen. Also wie gesagt, Endrick war für mich gestern wahrscheinlich mit dem Trend der beste Spieler auf dem Platz. Es hat Spaß gemacht. Ja, und ja, es kamen die ersten Stimmen, die gesagt haben, sollte ein Vini wirklich gehen, könnte man auch einen Mbappé auf links setzen, Endrick auf die 9 und Diomandé nach rechts. Also bin ich gespannt, wie ihr das seht. Glaubt ihr, Endrick hat die Qualität, Startstürmer, der Starstürmer von Real Madrid zu sein, quasi unser Stammspieler? Lasst da eure Meinung in den Kommentaren. Also, was ein Endrick mir vermittelt, ist etwas, was ich in den letzten 2 Jahren häufig vermisst habe, und zwar dieser unbedingte Wille. Ja, und ich glaube, die Qualität verbunden mit diesem Willen tut Real Madrid gut. Ich glaube, José Mourinho hat sich das gestern auch ganz genau angeschaut. Ja, wie dem auch sei, das waren für mich die 3 Gewinner des Spiels. Die anderen waren auch gut. Zum größten Teil, versteht mich nicht falsch, Fede Valverde war okay, Arda war okay, aber das sind ja schon gestandene Spieler bei Real Madrid. Die haben jetzt gestern nichts Außergewöhnliches, aber waren noch nicht besonders schlecht. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit einer Mannschaft, die mitten in der Vorbereitung steckt. Jeder von euch, der Fußball gespielt hat, weiß, was das bedeutet. Das sind die Momente, wo du nachts im Bett mit Krämpfen aufwachst. Zumindest war das bei mir so. Also, dass man da nicht irgendwie erwarten kann, dass Madrid über 90 Minuten Vollgas gibt, finde ich absolut normal. Ja, kommen wir zu einem Spieler, der gestern so ein bisschen der Verlierer des Spiels war. Der steckt in der Kritik und ich habe dafür auch Verständnis. Und zwar reden wir da über einen Eduardo Camavinga. Der hat mir in der Aktion zum 2:0 gut gefallen. Da sieht man auch, weil seine Qualitäten, der ist dynamisch, explosiv, auch im Dribbling kann der in den 16er ziehen, spielt dann den Ball. Ich bin immer noch der Meinung, der wollte auf Arda Güler spielen, der Ball rutscht durch auf einen Sidia, der macht das 2:0. Aber ein Camavinga hat immer wieder Fehler drin. Ja, es tut mir leid. Aber wenn wir die WM geschaut haben, ich als Spanier, und du siehst
wie ein Rodri ein Spiel aufbaut oder auch bei Spanien und Fabian Ruiz, Dani Olmo etc., wenn du den Spielaufbau siehst und dann siehst du, wie ein Camavinga immer wieder, es passiert ja nicht nur einmal, Pässe über 3 Meter kommen auf einmal auf Schulterhöhe, wie geht das? Im letzten Spiel gegen Leganés hat er einmal Arda Güler abgeschossen aus 5 Metern, der arme Türke, was soll der machen? Oder gestern auch, will den Ball zurück auf Trent, spielt den Viehzuhang, will den Ball annehmen, der stolpert dem jetzt aus. Also, es gibt Fehler, die kann man natürlich damit rechtfertigen. Auch er ist in der Vorbereitung, die Beine sind schwer. Ja, aber er hat auch einen Entscheidungsprozess, den ein Sechser nicht haben sollte. Du gehst ins Dribbling, auf dem Weg nach hinten, verlierst den Ball, kassierst fast ein Tor. Das sind immer wieder die Momente, wo ich denke, einem Eduardo Camavinga fehlt die Seriosität, um auf der 6 von einem großen Verein zu spielen. Ich weiß nicht, ob er ein Sechser ist. Wahrscheinlich eher ein Achter, wo er seine Dynamik zeigen kann. Da ist er besser aufgehoben. Aber auf der 6 von Real Madrid vermittelt er mir persönlich zu viel Unsicherheiten. Er nimmt nicht den Reifeprozess, den ich von einem Spieler erwarte. Den hat ein Eduardo Camavinga bei Real Madrid noch nicht gemacht. Vielleicht macht er den im Laufe der nächsten Jahre. Aber ich habe Verständnis dafür, dass ein Mourinho sagt, sorry Camavinga, dieses Risiko mit dir können wir da nicht eingehen. Naja, bin ich gespannt. Ihr wisst, ich bin eigentlich ein ganz großer Camavinga-Sympathisant, aber das ist einfach nicht der Dirigent für Real Madrid. Da muss Real Madrid meiner Meinung nach dringend, haben wir Handlungsbedarf. Denn auch ein Tchouaméni oder ein Fede Valverde sind keine Dirigenten. Das sind physische Monster. Die sind wahrscheinlich sogar noch ein bisschen seriöser oder wesentlich seriöser. Die gehen da nicht ins Dribbling vom Tor etc. Aber naja, ihr wisst, was ich meine. Real Madrid braucht auf jeden Fall jemanden, der da die Fäden zieht. Ja, wie dem auch sei, im Großen und Ganzen war das, was es zum Spiel zu sagen gab. Die Jungs, Joan Martinez etc., wie ein José Mourinho das gesagt hat, da kann man eigentlich nicht viel hinzufügen. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, aber bevor ich euch jetzt in euren Sonntag entlasse, hatte ich euch versprochen, dass ich noch Neuigkeiten habe zu Yan Diomandé. Und da ist gestern tatsächlich einiges passiert. Eigentlich hatte Leipzig gestern ein Freundschaftsspiel gegen Verl und danach wäre es ins Trainingslager gegangen. Ja, aber Yan Diomandé ist nicht mitgeflogen. Und zwar, Florian Plettenberg hat geschrieben, Yan Diomandé hat sich heute Morgen offiziell bei RB Leipzig krank gemeldet und wird daher voraussichtlich nicht mit dem Team zum Trainingslager in Österreich reisen. Diomandé steht nicht im Kader für das heutige Testspiel gegen den SC Verl. Diomandé möchte zu Real Madrid und hat sich mental bereits von Leipzig verabschiedet. Wie berichtet, Real Madrid dränge darauf, in den kommenden Stunden eine finale Einigung zu erzielen, damit Diomandé nach Madrid reisen und seinen Medizincheck absolvieren kann. Deal steht noch. Und in einem zweiten Tweet schreibt er noch, dies war immer der klare Plan von Yan Diomandé und Real Madrid. Wie gestern Abend und heute berichtet, Diomandé wird heute Nachmittag nicht mit dem Kader von RB Leipzig nach Österreich reisen. Real und RB verhandeln weiter. Real drängt darauf, das Geschäft heute oder spätestens am Sonntag abzuschließen. Martin de Michelis hat gesagt, wenn er krank ist, ist er krank. Ja, Yan Diomandé ist krank. So krank wie wenn wir früher Sonntag feiern waren und Montag arbeiten mussten. Obwohl, was soll man sagen? Er sagt selber, ein Diomandé, der Deal soll heute spätestens abgeschlossen werden. Und das kommt inzwischen sogar von dem Florian Plettenberg, der größte, ich sag jetzt mal, Gegenpol zu dem Transfer von Diomandé war, der immer gesagt hat, da steht noch nichts fest, da steht noch nichts fest. Ja, vielleicht hat er auch recht, es zögert sich ja doch hinaus, aber ein Diomandé, der reist gar nicht mehr mit Leipzig zu den Spielen mehr mit, der spielt da nicht mit, der meldet sich offiziell krank. Ja Leute, für diejenigen, die da einen Zweifel hatten beim Transfer, lest selber, Yan Diomandé steht kurz davor, neuer Spieler von Real Madrid zu werden. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Was sagt ihr zu meinen Einschätzungen zum Spiel? Was sagt ihr zu den Aussagen von José Mourinho? Was sagt ihr zu den Spielern, zu Camavinga? Lasst da wirklich eure Meinung mal in den Kommentaren. Und wenn ihr schon mal da seid, seid so nett, liked dieses Video, hype dieses Video. Wer noch nicht auf Follow geklickt hatte, macht das, das unterstützt den Kanal ungemein. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Also, bis dahin. Hallo Madrid!